Damit kommst du richtig gut vorwärts in Kingdom Come 2. Ich habe dir in den letzten Videos gezeigt, wie man mit der Diebeskunst richtig gut startet. Jetzt gehen wir in den Weg des Schmiedens rein. Also wir verfolgen die Quest des Schmiedens. Und auch hier nutzen wir die zuvor erlernten Diebesfähigkeiten, um auch in dem Bereich schneller vorwärts zu kommen. Also gehen wir rein, wir sind hier schon beim Schmied. Wir haben jetzt einfach die Schmiede-Quest schon gestartet. Das heißt, wir gehen hier einfach in das Dorf, wo der Schmied ist. Über diesen Weg kommen wir dann später auch noch zur Hochzeit, wo wir hinwollen als große Hauptaufgabe. Und wir brauchen allerdings, um weiterzukommen hier beim Schmied, neben verschiedenen Metallen, wir brauchen natürlich auch noch verschiedene Rezepte. Und auch den Schmied kann man natürlich beklauen. Allerdings müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein und wir brauchen einen recht hohen Skill. Um den zu kriegen, haben wir ja glücklicherweise vorher schon in der Diebeskunst oder beim Alchemisten ordentlich geklaut. Wir haben jede Menge Kleidungsstücke hier vom Schneider. Also wir sind auch schon richtig gut ausgerüstet. Aber was wir natürlich auch noch brauchen, ist einen Trank. Und da gibt es den flinke Fingertrank. Das ist er. Starker, flinker Fingertrank. Das heißt, dadurch kriegen wir 40 Minuten lang Handwerk und Stehlen um 6 Punkte erhöht. Den nehmen wir jetzt. Und damit geht es dann hier zum Schmied. Seine Frau sitzt gerade hier auf der Bank. Das ist praktisch. Die kehrt auch hier zwischendurch mal das Haus. Da müssen wir natürlich immer ein bisschen aufpassen. Wir dürfen hier rein. Wir sind ja quasi jetzt Schmiedegeselle. Oh nee, sie ist da. Okay, das ist die andere Magd. Sollte aber an für sich passen, solange sie hier am Kochen ist. Gehen wir jetzt hier rüber und machen die Tür am besten nochmal zu und nehmen jetzt den Trank. Und wir wollen an diese Kiste. Das ist die Kiste hier im Nebenraum. Auch hier dürfen wir sein. Das ist schon mal gut. Also, jetzt heißt es, den Trank nehmen. Hier ist er. So, und trinken. Jetzt haben wir hier oben den Buff stehen und können dann jetzt reingehen ins Schloss knacken. Ohne das ist das extrem schwierig. Also ich habe wirklich hier mehrfach schon probiert, das Schloss zu knacken. Es ist schwer. Wenn man das natürlich später macht und vorher schon viele andere Kisten geknackt hat, dann schafft man das natürlich auch. Und jetzt guckt euch diese Kiste an. Voll mit den allerkrassesten Waffen. Komplett gefüllt. Dolche, Rüstungen, Rüstung ohne Ende. Das sieht doch mal richtig gut aus. Hufeisen. Da haben wir nochmal hier den flinken Fingertrank. Können wir direkt nochmal nutzen. Und hier haben wir natürlich auch wichtige weitere Rezepte. Die lernen wir gleich alle, damit wir weiterkommen. 400 Groschen, 8 Dietriche, Würfel hier auch noch. Also wir nehmen alles natürlich mit. Und sehen zu, wir sind jetzt komplett überladen, sehen zu, dass wir jetzt hier rauskommen. Tun das alles direkt nebenan in unsere Kiste. Denn da ist das Ganze dann wieder safe. Ah, guck mal, jetzt haben wir können sogar noch ein bisschen joggen gehen damit. Ah, damit wir noch mehr Stärke, komplett überladen, noch mehr Stärke generieren. Und mehr Ausdauer. So. Und jetzt haben wir hier natürlich alles. Und laden erstmal alles ab. Also alles, was hier dieses Cloud-Zeichen hat, das kommt jetzt erstmal in die Kiste. Und wenn es nach ein paar Tagen irgendwann nicht mehr als Diebstahl gekennzeichnet ist, naja, dann ist es doch gut. Dann können wir das auch irgendwann verwenden. Aber so lange bleibt das erstmal in unserer Kiste, bis es in Vergessenheit geraten ist. Und dann gucken wir mal weiter. Bis auf die Rezepte habe ich jetzt alles in der Kiste. Und das bleibt dann natürlich auch erstmal. Aber die Rezepte, die gucken wir uns alle an. Das kennen wir hier schon. Genau, da haben wir die Axt. Das lernen wir hier natürlich auch noch. Also lernen, einmal E gedrückt halten. Zack, damit haben wir das hier auch mit drin in unserem Handwerkskunstinventar sozusagen. Und das lernen wir jetzt hier schön einmal alles durch und dann stellen wir gleich einfach mal was Neues her. Ich bin gespannt, wie schwer das wird, denn die ersten Gegenstände beim Schmied, die kann man ja schon relativ leicht herstellen. Wie gesagt, wir gucken uns das gleich mal an, was wir dafür alles benötigen und wie schwer das wird. So, jetzt gehen wir natürlich frisch gestärkt. Ich habe auch noch mal eine Runde gespeichert nach dem erfolgreichen Raubzug. Jetzt gehen wir hier zum Schmied
Und wir gehen mal hier vorne hin, gucken wir mal, was er hat. Zum Schmieden anfangen. So, das ist doch gut. Also, wir haben hier, das ist das erste, das Jagdschwert. Und dann gibt es hier ein Militärschwert. Gucken wir mal. Uns fehlen hier allerdings, hier fehlt Schweineleder und eine gewöhnliche Parierstange. Das kriegen wir nicht hin. Das könnten wir auch machen, aber auch hierfür brauchen wir die Parierstange. Schweineleder wieder. Gewöhnliches Langschwert. Dann haben wir hier die normale Holzfäller-Axt und die Kampfaxt. Die Kampfaxt könnten wir herstellen, das ist doch schon mal gut. Preis. Das ist mal ein Preisunterschied. 460 mehr vom Preis, nur weil wir ja einen Stahl auch noch benötigen. Beim Klauen finden wir immer mal wieder Zutaten für die Rezepte, auch beim Schmieden oder fürs Schmieden. Von daher ist das gar nicht so wild. Kriegen wir schon hin. Ja, das hier haben wir alles noch nicht. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit so einer Axt. Und das probieren wir mal. Also, wir nehmen uns hier so einen Rohling. Und das sieht eigentlich genauso aus wie der normale und einfache Rohling. Und ja, hier beim Axtschmieden ist es, glaube ich, gar nicht so ganz kompliziert. Jetzt halten wir einfach mal Q gedrückt. Da unten steht es auch schon. Blasebalg aktivieren mit Q. Und das machen wir jetzt natürlich so lange, bis der Rohling richtig hell glüht. Also das muss wirklich im Game wird gesagt, strohgelbes Glühen sein. Das ist, glaube ich, jetzt erreicht. Jetzt gehen wir mal zum Amboss. Auch nicht zu lange machen, denn dann fängt das Stahl an zu britzeln und zu verbrennen sozusagen. Und dann muss es richtig schön spritzen hier, jawohl. Und im Idealfall fängt er auch noch an zu piffgern und pfeifen. Denn dann machen wir das alles richtig und haben einen richtig schönen Rhythmus drauf. Und immer im Rhythmus. Und dann läuft das auch richtig schön. Immer schön hier einen Schlag neben den anderen setzen. Und man muss tatsächlich ein bisschen zielen, weil sonst wird das nichts. Und die Ausdauer geht runter, deswegen muss man mal zwischendurch eine Pause machen, dann drückt man einfach mal R. Wir sehen, das verformt sich ja auch schon mittlerweile so ein bisschen. Und jetzt machen wir das nochmal ein bisschen glühend. Jawohl, 1, 2, 3 Mal pumpen wieder. Jawohl, jetzt ist es wieder richtig schön hell. Wieder zurück mit R zum Amboss. Und jetzt legen wir das Ganze aber auch mal auf die andere Seite. Hingelegt, Rohling drehen. Und jetzt hauen wir nochmal drauf. Und wir müssen natürlich echt immer gucken, dass wir das auch treffen. Wenn wir daneben hauen oder der Schlag nicht richtig sitzt, dann spritzen die Funken nicht so richtig und er hört dann natürlich auch wieder auf zu piffgern und zu pfeifen. Aber ich glaube, wir sind da schon ganz in einem ganz guten Weg hier gerade unterwegs. Ich mache mal nochmal hier hinten in dem Bereich ein bisschen drauf. Oh, daneben gehauen. Und das war's schon. Härten können wir jetzt. Also, dann macht er das jetzt quasi alles automatisch, den Ablauf, aber sobald dann dieses Härten quasi erscheint, dann läuft das quasi von alleine. Aber wir müssen das gesamte Werkstück eben so ein bisschen abhämmern einmal komplett und wir können das mit verschiedenen Schlaghärten machen. Ich verwende meistens das einfache Hauen. Dauert vielleicht ein bisschen länger, man haut vielleicht ein bisschen länger, aber man verhaut sich eben auch nicht. So, das ist doch mal ganz gut. Und damit haben wir das. Sogar in einer sehr guten Qualität. Qualität 3 haben wir das doch hinbekommen. Schaden, Schlagschaden, das ist gut. Kampfaxt, Verteidigung. Preis. Naja, es ist vielleicht noch kein Meisterstück geworden. Aber immerhin schon eine Qualitätsstufe 3. Also das ist eine richtig gute Axt geworden. Wir schauen uns natürlich auch nochmal das Schwertschmieden an. Das Hufeisenschmieden, das lassen wir einfach mal aus, aber das Schwertschmieden ist vielleicht nochmal ganz interessant. Das Hufeisen ist tatsächlich auch ein bisschen tricky, weil man in einer Rundung immer hämmern muss. Und ja, das könnt ihr einfach mal selber ausprobieren. Wir gehen mal rein hier ins Schwertschmieden. Das macht das Ganze auch nochmal ganz interessant hier, denn wir müssen natürlich gucken, dass wir das gesamte Schwert oder den Rohling komplett durchglühen. Das heißt, wir ziehen den hier immer Stück für Stück durch die Esse und die ganze Zeit Q gedrückt halten und zusehen, dass es eben hier überall schön gleichmäßig an allen Stellen gleichmäßig glüht. So. Und wenn das dann soweit ist, das sieht doch schon richtig gut aus.
Oh, Sakra. Ich glaube, da pritzelt schon. Das erste Mal. Das ist schlecht. Genau, da sehen wir schon. Also zu lang gemacht. Aber es geht. So, und jetzt langsam mit der Maus wieder nach vorne ziehen. Schlagen, 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 schlagen. Ich glaube, ich müsste auch noch mal ein bisschen... Ja, so geht es, glaube ich. Es ist ein bisschen tricky. Ich sage dir, es ist ein bisschen tricky. Immer ein bisschen bewegen, immer im richtigen Rhythmus. Und dann ist er wieder raus aus dem Rhythmus. Hier lässt es auch schon wieder nach von der Farbe, sieht man schon. Gut, ich habe etwa die Hälfte geschafft. Ja, aber das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt können wir es einmal zurücknehmen, danach nehme ich die andere Seite. Also wir härten es oder glühen es nochmal durch. Bin gespannt, was jetzt die Auswirkung ist. Das war jetzt das erste Mal, dass es hier anfängt zu britzeln. Also nochmal schön erwärmen. Da sagt er, da brennt es schon wieder durch. Okay. Oh, zweimal schon. Das ist wie so eine Wunderkerze. Katastrophe, ey. Eieieiei. Wenn das der Meister sieht. So, jetzt drehen wir das mal um. Das sollte natürlich nicht passieren, ne? Ihr als Schmiedemeister, ihr wisst das doch bestimmt, ne? Ist das nicht so, dass der Kohlenstoff dann im Stahl anfängt irgendwie zu verbrennen? Irgendwie so war das doch, oder? Sollte man auf jeden Fall zusehen, dass das nicht passiert. Weil dann wirklich so, ich glaube, das ist auch so irgendwie so Lochfraster regelrecht im Metall entsteht. Nicht gut, ey. Ja, immer ein bisschen bewegen, schlagen im richtigen Rhythmus, jawohl. Dann wird es nochmal schön zum Ende hin einmal erhärtet oder gehärtet. Also nochmal erwärmt und dann abgesteckt. Und dann passt das Ganze doch. Ich bin gespannt, wie das jetzt aussieht. Ob das von der Qualität her noch passend ist oder ob er gleich sagt, das war mal nix, Alten. Und abgelöscht. So. Und Qualität. Das ist natürlich das Anfängerschwert, ne? Das ist das Basisschwert. Aber, na guck, geht doch. Geht doch. Ja, geht. Also, man darf sich wohl auch mal ein bisschen einen Fehler erlauben. Das passt doch soweit. Ist doch gar nicht so schlecht. Ja, und letzten Endes geht es dann einfach eins nach dem anderen hier durch. Ne? Also wirklich ein Werkstück nach dem anderen hier durchmachen. Und dadurch, dass wir jetzt eben hier diese hochwertigen Sachen haben, müssen wir einfach gucken, wo wir die anderen Sachen herbekommen. Das finden wir meistens oder es gibt Händler. Ich kann ja mal gucken, ob er sowas sogar hat. Reden, handeln. Er hat gar nichts mehr, weil wir ihn gerade komplett beklaut haben. Okay. Wir könnten ihm was verkaufen. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir ihm nicht seine eigenen Sachen verkaufen. Wir haben hier eine verstärkte Parierstange hier unten. Und ich habe hier Rehleder, aber leider nicht das Passende. Also, mir fehlen gerade tatsächlich die Artikel. Nun gut, da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Mir fehlen gerade die Artikel, die man benötigt. Ja, aber das ist halt wirklich schon mal ein ganz, ganz guter Weg, um hier weiterzukommen. Wir haben weitere Rezepte. Wir können jetzt hier schön weiter schmieden. Man kann das einfach schön durchziehen. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit natürlich auch bei der Handwerkskunst, also bei den Fertigkeiten hier oben im Skillbaum, zum Beispiel auch noch Punkte zu verteilen. Auch das macht natürlich Sinn. Hier zum Beispiel gehärteter Stahl. Alle Waffen, die du schmiedest, haben eine herausragende Eigenschaft und erleiden 20% langsamer Schaden. Das ist doch schon mal richtig gut. Genauso wie Schlossschmied. Wenn du Schlösser knackst, zählt dein Stählwert als 3 Punkte höher. Auch schon mal richtig gut. Es ist also wesentlich einfacher. Zudem kannst du auch Alteisen nutzen. Also erhältst du 1 bis 3 zusätzliche Dietriche für jeden Gegenstand, den du erfolgreich schmiedest. Das ist auch so eine Sache, die werde ich auf jeden Fall im Blick behalten. Wenn ich dann die passenden Skillpunkte habe, kommen da auf jeden Fall auch noch Punkte rein. Das ist natürlich super praktisch, dass wir nebenbei einfach noch Dietriche produzieren. Ja, so viel zum Schmieden in Kingdom Come 2. Also ran hier an die Schmiede. Nutzt einfach beides. Also beide Hauptquests. Das ist einmal die Hauptquest hier unten mit dem Müller, wie auch schon in dem letzten Video gezeigt. Und dann geht es danach, wenn man da schon mal so ein bisschen geübt hat, geht es weiter hier oben hin zum Schmied. Und da geht es dann weiter und da lauen wir und schmieden wir einfach weiter. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream. Bis dahin.